Mitte Oktober kommen wir zum letzten, aber vielleicht interessantesten großen Ernteereignis im Garten in diesem Jahr. Hier, mein Maisfeld. Die will ich da rausholen. Die drei Schwestern, Mais, Kürbis und Bohnen, gibt schon einige Filme drüber. Das ist das, was den Selbstversorgergarten von einem kleinen Gemüsegarten unterscheidet. Er ist umfangreicher und er baut Grundnahrungsmittel in großer Menge an. Das war mein Plan. Mais. 60 Quadratmeter. Gucken wir uns mal an, was da raus geworden ist. Bleiben Sie dran. Hallo und herzlich willkommen wieder bei neuichmgarten.de/blog. Da habe ich die ganze Jahr darauf gewartet. Muss ich ehrlicherweise zugeben, ein Riesenexperiment, was ich hier gestartet habe. Und da wir jetzt so weit sind, dass die Dinger eigentlich so gut wie trocken sind, ja, so gut wie trocken, nicht alle, aber die allermeisten sind ratzeputztrocken, die Pflanzen. Die Bohnen sind auch relativ trocken, wenn man sie mal betrachtet. Ich habe ein paar, die sind noch nicht ganz reif, also diese hier, ist klar, die sind trocken. Da sind schöne schwarze Böhnchen drin. Hier kann man sie sehen. Und die noch nicht reif sind, oder die noch nicht ganz trocken sind, die werfen wir mal einen Blick rein. Da sind die Bohnen ebenfalls schwarz. Die lassen sich nachtrocknen. Und bevor da jetzt wieder hier irgendeine so eine Regenperiode ausbricht, bringe ich das mal in Sicherheit. Also, ich konnte bisher einen einzigen finden, Maiskolben hier, der ist jetzt schon ziemlich trocken, mit Maisbeulenbrand dran. Gut, vergessen wir den. Jetzt gucken wir uns die Bohnen an. Auch die liegen schon teils auf der Erde und das tut denen mit Sicherheit nicht gut. Ob die nun noch ein bisschen grün sind oder nicht, das lässt sich alles nachtrocknen. Eine rankende Sorte wäre vielleicht besser gewesen. Hier hat sich ein klein wenig an den Maispflanzen hochgerankt. Die sind wirklich schön, aber die allermeisten liegen irgendwie platt auf der Erde. Hier haben wir so ein Beispiel, wenn die auf der Erde liegen, dann lösen sich die Hüllen drumherum auf und dann fangen die an zu faulen. Die müssen raus. Kürbisse haben auch ein paar, nicht allzu viele, aber ausreichend für uns. Nicht alle Maiskolben sind noch so schön geschlossen wie dieser hier. Es gibt auch eine ganze Reihe, da haben sich die Vögel dran gütlich gehalten, wie an diesem. Da wird nichts mehr zu ernten sein. Aber es sind auch reichlich schöne, große dabei. Und wie vermutet, es waren zwei verschiedene Sorten Mais. Und zwar eine gelbe Sorte und die rote Sorte. Ja, das ist jetzt einer, der hat rein gelbe Körner gebracht. Die Stangenbohnen da dran, die haben sich nicht so gut gemacht. Das sind viel zu wenige gekeimt. Ich habe einen Eimer oder zwei daraus geerntet, aber nicht allzu viele. Den Rest habe ich einfach hängen lassen. Ist doch ein toller Anblick. Wie erntet man diesen ganzen Haufen jetzt? Und wenn ich die nachtrocknen kann, ich habe gehört, man soll die mit der Umhüllung ernten, abbrechen. Dann werden die später nachgetrocknet. Und die Stangen schlagen wir einfach mal ab. Und dann gucken wir mal. Hier können wir mal einen Blick reinwerfen. Das waren zwei an einer Pflanze. Ein gelber, der ist voll. Mal sehen, was der andere noch bringt. Da auch was dran ist. Ja, klein, aber es sind ein paar dran. So, weiter geht's. Was mache ich mit den Bohnen? Wenn ich hier erstmal so durchlaufe, dann sind die nachher alle kaputt. Also das heißt, wenn ich irgendwo eine Bohnenpflanze finde, schneide ich die ab und versuche die möglichst ganz da rauszukriegen. Scheint mir die beste Variante zu sein. Die Kürbisse können wir auch direkt mit abschneiden. Da.
Wühlmaus. Ich sag ja, es wird Zeit, dass man das aberntet. Hier haben wir einen, der ist noch nicht ganz trocken. Aber die Körner sind hart, das sollte reichen. Die meisten Pflanzen von dem Mais 2 Kolben. Also wenn ich das so vergleiche, was ich an Bohnen hier ausgesät habe und wie viele davon letztendlich gewachsen sind, ist das eine schlechte Ausbeute. Aber dafür war die Fläche ja auch umso größer und das wird sich am Ende rausstellen. Nee, was ist hier? Melde groß geworden. Riesendinger. Hier, Quirlmalve. Riesendinger. Und mir scheint auch, es sind eine ganze Menge Maiskolben dabei gewesen, die nicht nur einen Stamm nach oben gebracht haben, sondern direkt mehrere, was anfangs nicht so abzusehen war. Übrigens, ich habe dran gegeben, die Gänse dauernd zurückzuscheuchen. Dann sollen sie fressen, was sie fressen wollen. Hier haben wir nämlich zum Beispiel so ein Exemplar. Da ist ein Hauptstamm und da sind noch 2 daneben gekommen. Ich nehme mal an, die sind aus demselben Korn gewachsen. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und dann sind auch welche dabei an diesen zweitrangigen, wer ist das hier, Trieben, gar kein Kolben dran. Und dann gibt es welche, die sind winzig klein geblieben. Da ist gar nichts. Ja, die allermeisten haben einen großen Kolben produziert und einen kleinen, der manchmal noch ein paar Körnchen hat, aber in der Regel keine mehr. Und je weiter ich hier reinkomme, je weniger Boden sind da zu finden. Vorne am Rand, wo noch teils Sonne hinkam, da war noch reichlich Boden. Aber hier drin so gut wie gar keine mehr. Da sind nur noch ganz vereinzelt irgendwo ein paar, die da noch hängen. Da muss man unumwunden zugeben, solche Boden, also solche Buschboden, wie das letztendlich waren, ungeeignet. Ab und zu finde ich noch mal eine Pflanze mit ein paar Boden dran, aber das ist nicht die Menge. Die haben da einfach nicht genügend Sonne abbekommen. Aber so was ist eben ein Lernprozess. Beim nächsten Mal weiß ich das besser. Ich habe nachgezählt, 10 Kürbisse hat das Ganze hier ergeben.
Also weit mehr, als man letztendlich brauchen kann. Der hat zu gar nichts gebracht. Nee, die ganze Pflanze nicht. So, die letzten paar. Dann bin ich hier durch. Einen, den hatte ich schon. Und hier noch einen. Fertig. Das ist das Ergebnis der 3 Schwestern in diesem Jahr. Eine gute gehäufte Anhängerladung Maiskolben, lächerlich wenig Bohnen, 10 oder 11 Kürbisse. Das ist das Ergebnis. Ein auf Jahre hinweg mit Unkrautsamen reichlich bestücktes Fleckchen Garten. Jede Menge Maislaub und Maisstängel. Das ist jetzt nur der Teil von heute. Gestern hatte ich ja schon mal zu viel. Sind jetzt wirklich schöne Kolben dabei, wie der hier. Teilweise auch ziemlich mickrige, wie der hier. Und ich habe auch teils welche dabei, wie der hier. Der ist hier oben an der Spitze angeschimmelt. Bei dem ist es, der zieht sich runter bis so 1/3. Man sieht diesen weißen, schimmligen Belag drauf. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die noch nehmen kann oder nicht nehmen kann. Aber es sind eine ganze Reihe dabei. Ich würde schätzen so 10%, die diesen Schimmel da drauf haben. Aber im Allgemeinen bin ich damit äußerst zufrieden. Vor allen Dingen die roten Kolben hier, die haben sich enorm gut gemacht. Aber von den gelben, die sind eher ein bisschen kümmerlich gewesen. Ich muss mir im nächsten Jahr eine andere Sorte aussuchen, eine vernünftige, eine richtige Speisemaissorte. Eine Sorte davon, also nicht so ein Misch wie diesen hier. Während bei den Bohnen wirklich auf die Fläche gesehen lächerlich wenig bei rumgekommen ist. Komm mal raus hier. Die haben einfach kein Licht abbekommen. Das war definitiv die falsche Sorte. Ja, da wären lauter so kleine schwarze geworden, aber definitiv eine falsche Sorte. Was bleibt letztendlich zu sagen? Also ich schätze mal, wenn ich ein bisschen weiter auseinander gemacht hätte, dass ich hätte locker durchgehen können, hätte dann eine rankende Sorte, nicht so eine hohe, stark wachsende, sondern so eine schwach wachsende Sorte genommen an Boden, hätte die an jeder Pflanze eine hochranken können, die hätte ich sukzessive abernten können, die hätten auch ein bisschen Licht und Luft abbekommen, das wäre die bessere Variante gewesen. Aber für den ersten Versuch, denke ich mal, kann ich mit leben. So, wie ich jetzt weiter mit diesen Maiskolben verfahre, dafür gibt es einen anderen Film. Gut gemacht oder nicht gut gemacht? Sagen Sie mir Ihre Meinung. Unten rein in die Kommentare. Ich lese mir das durch. Hier habe ich das, fällt mir gerade noch auf. Dieser Kolben, der hat unheimlich viele kleine weiße Pünktchen. Sind das Tiere oder was ist das, was da so dran hängt? Keine Ahnung. Kann man das erkennen? Oder ist das Schimmel? Was weiß ich. Also, sagen Sie mir Ihre Meinung. Rein unten in die Kommentare. Ich lese. Ich mag sie beantworten. Ansonsten Like-Button drücken. Neulich im Garten.de/Blog ist der Blog, auf dem das Ganze nochmal schriftlich festgehalten ist. YouTube-Kanal RR Hase. Abonnieren. Da noch ein paar Filme von mir. Da der Link zum Abonnieren. Ja, soweit Gartenexperiment. Die 3 Schwestern in diesem Jahr 2014. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.